Das Mallerbacher Feld bei Altstädt im Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Weg, auf dem die Archäologen gehen, ist ein alter Pilgerpfad. Im Mittelalter befand sich hier eine Wallfahrtskapelle, die lange als verschollen galt und 2024 wieder entdeckt wird. Ein bedeutender Geschichtsort der Reformationszeit. Denn die Zerstörung der Kapelle vor 500 Jahren ist ein Vorbote jener Unruhen, die als Bauernkrieg in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Die Reste der Kapelle sind sehr gut erhalten und, besonders überraschend, die freigelegten Spuren berichten direkt von ihrem Ende am Gründonnerstag 1524. Der Altar hier, schauen Sie mal her, da ist eine Brandspur daneben. Ja. Direkt daneben. Der Boden ist auch schwarz verfärbt Also hier. diese Steine sind auf jeden Fall total verbrannt, die wir Ja. im Inneren haben. Richtig durchgeglüht. Ja. Diese Kirche hat gebrannt, offensichtlich Genau. wie ein Ofen. Was besonders bemerkenswert ist, wir haben hier noch den Fußboden, ja, die Fußbodenplatten. Und dann liegt wirklich hier runtergebrochen Schieferfragmente, Dachziegel, Mönch und Nonne, auch noch ein anderer Typ. Hier richtig Holzkohle, noch wirklich mit Balkenstruktur, die hier runtergeknallt ist. Das hat sich hier 10 cm unterm Boden, hat sich das seit dem 24. März 1524 erhalten. Ja, unglaublich, dass da noch niemand durchgepflügt hat und dass praktisch das Dach wie in situ liegt. Hier ist interessanterweise ein Eisenteil offenbar draufgeschmolzen auf dem Boden, also was die Hitze auch zeigt. Das muss unglaublich heiß geworden sein. Ja. Toll. Wir stehen hier auf einer der spektakulärsten Ausgrabungen, die momentan in Deutschland stattfinden. Wir stehen bei der Kapelle von Mallerbach. Wahrscheinlich haben Sie diesen Namen noch nie gehört. Dennoch werden Sie sofort verstehen, warum der Name so wichtig ist und warum diese Entdeckung dieser kleinen Kapelle so bedeutend ist. Denn 1525 findet ein welthistorisches Ereignis statt, zumindest ein Ereignis für die deutsche Geschichte, das von herausragender Bedeutung ist, die Bauernkriegsaufstände. Und diese Bauernkriege nehmen ihren Anfang hier direkt bei dieser Kapelle von Mallerbach. Am Mittag des 24. März 1524 steht die Marienkapelle zu Mallerbach lichterloh in Flammen. Ratsherren und Amtsverwalter von Altstädt sollen später behaupten, die Bürger seien zur Brandstätte gelaufen, um ein Übergreifen des Feuers auf das kurfürstliche Gehölz zu verhindern. Mit dem Brand hätten sie nichts zu tun gehabt. Doch warum hat das wundertätige Marienbild überhaupt den Zorn der Bürger, Bauern und Bergknappen erregt? Diese Kapelle hier war eine kleine lokale oder vielleicht regional bedeutende Wallfahrt, die also dem Kloster Naundorf gehört hat. Und die haben hier ein salzige Tränen weinendes Marienbildnis verehrt. Und dieses ganze Wallfahrtswesen hat neben dem Ablasshandel die Reformatoren ganz besonders gestachelt. Also auch Luther war also da hat das für einen reinen Betrug gehalten und eine Geldschneiderei. Und das war es vermutlich auch vielfach. Es war auf jeden Fall recht lukrativ, eine solche Wallfahrt zu unterhalten. Und Thomas Münzer hat hier natürlich im Wallfahrtswesen nichts Positives sehen können. Und er war hier Prediger im nahen Altstädt. Die Wallfahrtskapelle gehörte zum Frauenkloster Naundorf, mit dem die Altstädter im Streit lagen. Thomas Münzer war seit März 1523 als Prediger in der Kirche St. Johannes in Altstädt angestellt. Vom Bauwerk aus Münzers Zeit ist nichts erhalten. Die Kirche wurde nach einem Brand barock wieder aufgebaut. Und heute dominiert Münzers Widersacher Martin Luther. Wie Luther war auch Münzer gegen das Klosterwesen eingestellt. Anstatt Abgaben an Klöster zu leisten, sollten lieber bedürftige Menschen unterstützt werden. Während der Predigt am Gründonnerstag 1524 zieht eine aufgebrachte Menge zur nahen Kapelle und steckt sie in Brand. Münzer selbst tritt nicht in Erscheinung. Doch hatte er gegen den Teufel zu Mallerbach gewettert und die Kapelle eine Spelunke genannt. Also man kann sicher zugespitzt sagen, dass sich hier
Anfang und Ende des Bauernkrieges verdichten. Aber man muss natürlich davon ausgehen, dass in diesem Jahr 1524 und dann 1525 es im Reich brodelt an vielen Ecken und Enden und man nie weiß, wo die erste Blase im Topf aufsteigt. Mallerbach ist so eine erste Blase. Der Aufstand bricht dann in Süddeutschland los und weitet sich dann in Windeseile aus. Und hier in Thüringen, also der thüringische Teil des Aufstandsgebietes, ist ein Gebiet, wo besonders heftig gekämpft wird. Und hier wird natürlich der Aufstand in Verbindung gebracht mit Thomas Münzer. Auf jeden Fall, der in Allstedt Prediger war und deswegen natürlich auch mit dem Sturm auf dieser Mallerbacher Kapelle in Verbindung gebracht wird. Abbildungen von dem Ereignis existieren nicht, aber so ähnlich wie es sich später im schweizerischen Ittingen zugetragen hat, könnte es in Mallerbach gewesen sein. Eine aufgewühlte Menge begibt sich von der Johanniskirche zum 2 Kilometer entfernten Wallfahrtsort und brennt diesen nieder. Die Reste der Kapelle werden später abgetragen und ihre genaue Lage gerät in Vergessenheit. Nur eine Hochfläche süd-südöstlich von Allstedt heißt heute noch Mallerbacher Feld. 1840 soll am Waldrand noch Mauerwerk sichtbar gewesen sein. Anfang 2024 sucht Frank Filipczyk nach Resten der Kapelle. Ein Anhaltspunkt könnte der Verlauf der alten Straße nach Querfurt sein, die den Wald unweit der Hochfläche querte. Der Riesstädter arbeitet seit 1999 für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale. Diese Mallerbacher Kapelle sucht man sicher schon 150 Jahre. Es war ja historisch überliefert, dass es dort der Bauernkrieg im Grunde genommen begann. Irgendwann reißt die Überlieferung ab und dann ist man darauf angewiesen, im Gelände zu erforschen, wo stand das Teil direkt. Ja, und dazu muss man Karten auswerten und verschiedene Sachen zusammenführen. Das macht man mit Hilfe der historischen Geografie, nennt sich das Verfahren. Da gehört dazu Kartografie, Hydrologie, Geologie, ein bisschen Archäologie, Bauforschung gehört dazu, also bestimmte Bauhinterlassenschaften aus dem Abriss zum Beispiel zu erkennen als mittelalterlich. Im Januar 2024, nach gut einer Stunde Suche, finden sich die ersten Spuren. Frank Filipczyks geschultes Auge erkennt, ob ein Stein aus dem Mittelalter stammt oder ob er viel jünger ist. Man hat hier diesen mittelalterlichen Mörtel, das ist hier in dem Fall ein Gipsmörtel. Und da gibt es diese Holzkohleeinschlüsse. Und das Gipsmörtel und Holzkohleeinschlüsse ist ein Hinweis für mittelalterlichen Mörtel. Und dann gibt es dazu diese Reste von diesen Dachziegeln. Und beides zusammen heißt also mittelalterliches Steingebäude. Mit einer Dachziegeldeckung, also mindestens eine Kirche. Vielleicht auch ein kleiner Adelsitz, in dem Fall dann hier die Kapelle. Überall finden sich Spuren aus der Zeit des Bauernkrieges. Ehe die Ausgrabung beginnt, wird das Gelände sondiert, um herauszufinden, wo die Kapelle stand. Im LiDAR-Scan nur undeutlich zu erkennen, zeigen geomagnetische und geoelektrische Untersuchungen ein genaueres Bild. Direkt unter dem Acker verborgen liegt ein richtiger Wallfahrtsbezirk. Die Grundmauern der Kapelle haben sich sehr gut erhalten, sogar mit den Spuren des Brandes. Frank Filipczyk ist stolz darauf, das Geheimnis um den Teufel zu Mallerbach gelüftet zu haben. Bei der Ausgrabung werden viele Gegenstände aus Metall gefunden, von denen einige direkt mit dem Ort der Marienverehrung in Verbindung stehen. Besonders erwartbar und charakteristisch sind natürlich Pilgerzeichen. Wir haben 3 Pilgerzeichen dort gefunden, die aber von anderen Wallfahrtsorten stammen. Das waren Souvenirs, durchaus mit einer religiösen Verehrungsfunktion, die man also in Pilgerzielen erwarb.
Und wir haben hier eines, was eine Anna Selbdritt zeigt, also eine Maria, eine Anna und einen Jesus. Und ein weiteres, auch sehr prächtiges Pilgerzeichen mit einer gotischen Majuskelschrift und einer Figur. Ich habe es noch nicht versucht zu entziffern, es ist nur kann ein A erkennen und ein M, aber eben weiteres noch nicht. Und eben eine Figur in gefälteltem Gewand ist also sehr schön hier zu erkennen. Dann ist eine ganze Anzahl von Münzen da. Sowas wurde dort verloren. Eine kleine Silbermünze, das ist Kleingeld, also keine großen Werte. Hier ist ein Hohlpfennig. Solche Münzen findet man die sehr häufig, weil die dann beim Klingelbeutel wurden die aus den Taschen genommen, wurden dann verloren und dann liegen die eben da auf dem Boden. Also das zeigt eigentlich auch, dass wir neben einer Wallfahrts auch eine Fahrfunktion hier annehmen können in der Zeit, wo also dieses Dorf hier bestand. Wie alt Dorf und Kapelle wirklich sind, lässt sich nicht genau ermitteln, auch weil Schriftzeugnisse fehlen. Aber der Wallfahrtsort schien sehr beliebt zu sein und wurde mehrfach umgebaut. Wahrscheinlich, weil immer mehr Pilger kamen, was die wiedergefundenen Pilgerzeichen verraten. Entsprechend groß ist das Interesse, als die Entdeckung publik gemacht wird. Bürger und Bürgerinnen aus der Region, aber auch Vertreter von Presse und Politik kommen aus nah und fern, um sich den wiederentdeckten Geschichtsort anzusehen. Das hat sich doch gelohnt, Herr Filipczyk. Ja. Verdanken wir doch vor allem Ihnen, Ihrer Begehung. Bis heute sind die Altstädter von dem ergriffen, was hier vor gut 500 Jahren nicht nur in Sachsen und Thüringen für Aufmerksamkeit sorgte. Da diese Ereignisse nicht vergessen sind, kommt besonderer Besuch aus der Landeshauptstadt. Das ganze Land ist überzogen mit einem Netz von Ehrenamtlichen, die sich unglaublich engagieren und sozusagen im Grunde auch die Families und Freunde einbringen und so weiter und so fort. Sodass das also eine, sagen wir mal, fast eine Bürgerbewegung ist. War das immer so, Acker hier, oder wie muss ich mir das, warum ist das nun hier? In der Regel werden solche Wallfahrtskirchen gebaut, wenn was Tolles passiert. Nicht? Also wenn irgendein Heiltum entsteht, ein Wunder geschieht oder so. Und das hängt mit einer Maria zusammen, die hier Salztränen weint. Ah ja. Lag die hier im Wald oder im Acker oder was? Nee, die gehörte ursprünglich zu einem Dorf. Also Mallerbach war ein richtiges Dorf, was in der spätmittelalterlichen Wirtschaftskrise dann aufgegeben worden ist. Und zum Schluss, also im 16. Jahrhundert, stand sie dann wirklich alleine hier. Ja, und wir haben auch schon ein paar Funde, die also zeigen, dass also das Dorf sich hier erstreckte. Das Dorf war hier so. Also ganz genau weiß man es nicht, aber eben Mallerbach wird schon als Dorf erwähnt im 13. und 14. Jahrhundert. Man weiß nicht genau, ob Münster dabei war. Wir haben dann in der Osternacht oder Gründonnerstag 1524 sind die dann zu dieser Kapelle hier rausgezogen. Und haben dann, wie es also in den Untersuchungsakten heißt, haben also alle möglichen Bildwerke aus der Kirche geschleppt und haben die Kirche dann angezündet. Und das war insofern wirklich der erste, ja eigentlich noch ein bilderstürmerischer, aber der erste Gewaltakt genau hier. Wo ist denn die wundertätige Madonna hingegangen? Tja, die ist eben offensichtlich entweder zerstört oder weggeschleppt worden. Also das heißt, nicht hier verbrannt. Es kann sein, dass sie hier verbrannt ist. Ne, das ist durchaus möglich, so genau ist es nicht. Also, ja hier, genau hier ist richtig das Feuer. Toll, oder? Anfangs waren die ja sozusagen Fan. Anfangs sind sie auf einer Seite in Wittenberg an der Universität und dann kommen sie natürlich zu anderen Schlussfolgerungen. Münzer sagt, wenn man die Sache mit dem Evangelium richtig versteht, dann muss man sich auch gegen eine Obrigkeit wenden, die eben das Evangelium verhindert. Ne? Und Luther sagt, man muss der Obrigkeit Gehorsam leisten, auch wenn sie gottlos ist. Aber deswegen muss man da keine Kirche kommen. Das ist richtig. Er kommt zu dem Schluss, notfalls muss man Gewalt anwenden. Ja. Und hier sind wir noch in der Phase, wo er sich radikalisiert. Er predigt da in der Johanneskirche in Allstedt in diesem Sinne. Und dass er nun die Leute angestachelt hat, hier loszuziehen und die Kirche niederzubrennen, das lässt sich nicht nachweisen. Aber er rechtfertigt es hinterher, nämlich mit diesen Worten. Ja. Die Leute haben Gutes getan, diese Kirche niederzubrennen, weil hier eben im Grunde genommen ein Irrglaube verfolgt wird. Ich bin schon tief beeindruckt, weil man solche Funde gar nicht mehr erwartet hat. Man dachte zur Zeit oder über die Zeit des Bauernkrieges ist eigentlich alles erforscht. Es stehen überall die Denkmale, die Orte sind gekennzeichnet. Und trotzdem wusste man aus der Historie,
dass es noch besondere Orte, die man schwer zuordnen kann, geben muss, weil sie einfach in den Chroniken stehen. Und jetzt haben wir hier einen Fund, der einzigartig ist und für den wir auch reklamieren können. Hier fing es an. Das ist also authentisch. Alles andere ist sozusagen in der Kette von vielen, vielen Ereignissen. Aber der Anfang ist eben in Sachsen-Anhalt, hier ganz konkret in der Nähe von Allstedt. Dank der guten Arbeit der Archäologen lässt sich nun genau rekonstruieren, wie die Wallfahrtskapelle von Mallerbach einmal ausgesehen hat. Ein einfacher Saalbau mit halbrundem Chorabschluss, etwa 17 Meter lang. Ob das romanische Bauwerk aus dem 12. oder 13. Jahrhundert stammt, sollen weitere Ausgrabungen ergeben. Klar ist, zwischen der Zerstörung der Kapelle und der Schlacht von Frankenhausen liegt ein gutes Jahr. Genau der Zeitraum, in dem im ganzen deutschsprachigen Raum nicht nur die Bauern von einer gerechteren Gesellschaft träumten. Der Anfang und das Ende dieses Bauernkrieges liegen in Mitteldeutschland nicht einmal 20 Kilometer voneinander entfernt.